Es ist eiskalt, eiskalt, arschkalt und kalt. Arschkalt, arschkalt, arschkalt. Kalt, arschkalt, arschkalt. Kalt. Es ist kalt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir haben letzte Woche schon eine wahnsinnige Schneewoche hier in den Rocky Mountains gehabt. Wir waren Schneewandern, wir haben Schneeballschlachten gemacht, sogar ein Lagerfeuer im Schnee. Also wir haben es ausgiebig genossen. Heute Nacht hat es aber ordentlich nochmal Neuschnee nachgelegt. Ich war gerade mit Peps eine Runde draußen, die anderen machen gerade die Autos startklar und dann müssen wir vermutlich erstmal versuchen, hier heile rauszukommen. Wir haben Schneeketten dabei, also im Notfall wären wir gewappnet. Jetzt versuchen wir aber erstmal unser Glück. Wow, das wird ein Ritt. Voll Bock, ey. Wow, wir sind sehr überrascht, wie gut das Groot macht. Also, dass Tomislav und Sarah hier rauskommen, das stand gar nicht zur Frage. Aber wir hatten noch ein bisschen Bammel. Aber das macht unser Groot 1A. Ohne Probleme, der hat Spaß im Schnee. Sarah hat gerade schon durchs Walkie-Talkie durchgesagt, es sind noch 183 Kilometer bis nach Jasper. Ja, das wird in dem Tempo, was wir fahren, glaube ich, ordentliche Zeit dauern. Also heute ist wahrscheinlich einfach nur Fahrtag. Ja? Wahrscheinlich. Aber es ist so schön. Also jegliches Problem und auch wenn es kalt ist und die Finger abfrieren, so, das ist der Wahnsinn. Das Einzige, was schade ist, wir fahren jetzt gleich auf den Icefield Parkway und da soll man einfach eine maximal schöne Aussicht haben auf die Berge und es ist ein bisschen zugezogen. Ein bisschen ist gut. Es ist zugezogen, aber die Sonne zeigt sich gerade ein bisschen. Vielleicht haben wir Glück und in unserem langsamen Tempo klärt es noch ein bisschen auf. Und ja, aber wir sind unterwegs. Safe Travels und so. Safe Travels und ja, Wahnsinn, dass Groot das so gut macht. Mega. Noch. Auf Holz. Ja. Tu es. Geklopft. Hoppla. Nee, die sind am Schlecken und Lecken. Das Wetter hat gerade von einigermaßen okayer Sicht oder ziemlich guter Sicht eigentlich innerhalb von 2-3 Minuten auf Schneesturm und Nebel umgeswitcht. Also ist gerade richtig schwer und anstrengend zu fahren. Zu langsam. Weiß man auch ungefähr, warum die Straße hier in Kanada an der Mittelspur und außen so ganz tiefe Rillen hat. Und wenn man da drüber fährt, ist es auch richtig laut. Und ich glaube, das ist tatsächlich für das Wetter gedacht. Das ist echt ein ganz guter Orientierungspunkt. Wir versuchen jetzt immer so ein bisschen mittig der Straße zu fahren, damit wir auf jeden Fall die Straße treffen, auf der Straße fahren und nicht abkommen.
Ja, spannend. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. War das jetzt? Dritte, oder? Ja, genau. Weiter geht's. Guten Morgen, wir haben es gestern, wie sollen wir sagen, wir haben es überlebt. Wir sind in Jasper angekommen, sind schon wieder warm eingepackt, weil es ist eiskalt, arschkalt. Der Motor läuft schon, damit die Scheibe vorne warm läuft und wir die einfacher frei kratzen können. Und ja, wir haben uns gestern einfach noch in das kleine Städtchen Jasper gerettet, waren noch was essen und jetzt machen wir uns schon wieder startklar, fahren erstmal zu dem Visitor Center und informieren uns über die Lage, wie die Straßen so sind und alles. Und dann geht es vermutlich mit großen Kilometersprüngen Richtung Westen, weil in British Columbia, noch sind wir in Alberta, soll das Klima schon etwas vanfreundlicher sein. Basti geht mal kratzen. Will er uns damit sagen. Mit dem längsten Eiskratzer der Welt. Ja, den müssen wir euch mal noch vorstellen. Wir haben noch keinen Namen für ihn. Aber ich glaube, er braucht einen. Ah! Draußen ist gar nichts geworden. Du musst ja auch von innen kratzen. Ich dachte aber draußen auch. So, ja, aber dann kratzt mal hier mit der Tür offen. Wir haben minus 12 Grad. 14. Minus 14. Korrigiere. Und an solchen Morgen dann kann man sich nur noch was Warmes zum Frühstück machen. Porridge, Kaffee, Chai. Und dann nehmen wir heute wieder unsere Beine in die Hand und gucken, dass wir in wärmere Gefilde kommen. Ab morgen geht's minus 20 Grad in der Nacht, minus 25 am Tag da drauf. Heute ist wenigstens schönes Wetter und wir können was sehen, während wir fahren. Bedeutet aber auch, Kalt. es wird kälter. Und die kleine Maus sucht sich jetzt auch immer die warmen Ecken. Das ist gut so. Und Nicht nur unser großer Wassertank ist gefroren, sondern auch unser Ersatzwassertank. ja, wie crazy, wir hatten die ganze Nacht die Heizung an. Ja, und der stand auch theoretisch vor der Heizung. Also es ist nur die oberste Decke gefroren. Ich glaube, es kommt auch Wasser raus. Nicht ganz gefroren.
sind unterwegs und es ist eiskalt, arschkalt, arschkalt, arschkalt. Unser Licht funktioniert nicht mehr, alles versagt. Ja, es funktioniert noch ein bisschen. Wir sind in British Columbia, Freunde. Wir sind schon ein bisschen unterwegs. Erst war die Straße ganz schön zugeeist und hat sich eher angefühlt wie so eine Hardcore-Schotterpiste, die wir befahren. Aber jetzt sind die Straßen frei. Das wurde uns im Visitor Center ja auch so ein bisschen vorhergesagt, dass so Richtung British Columbia die Straßen besser geräumt sind. Ja, und auch die Frau hat dort anscheinend, so haben Tomislav und Sarah erzählt, auch gesagt, dass das ganz schön, also nicht ohne war, was wir da gestern gemacht haben. Also, dass sich das nicht viele trauen, bei dem Wetter den Icefield Parkway zu fahren. Ja, wir sind sehr froh, dass wir das heile überstanden haben und gut angekommen sind und ja, nicht unsere Naivität und unsere Abenteuerlust bestraft wurde mit irgendwelchen Unfällen. Wir machen uns jetzt einfach weiter auf den Weg. Heute haben wir bessere Sicht, ist so ab und zu sogar die Sonne draußen. Und genießen einfach die Fahrt. Oder? Sie. Sie. Wir haben uns warm angezogen und wir vertreten uns ein bisschen die Beine. Wir sind eine neue Zeitzone. Die letzte. Die letzte. Ja, ist das die letzte? Ich glaube schon. Jetzt sind wir 9 Stunden. Jetzt sind wir 9 Stunden von Deutschland entfernt. Wir sind in einer neuen Zeitzone, genau. Und das ist Anlass genug, um die Beine zu vertreten. Oh mein Gott. glückliche Gesichter. Es ist arschkalt, aber alle strahlen von der einen zur anderen Backe. Wir können uns alle nicht daran erinnern, wann wir jemals so viel Schnee, so viel
alles gesehen haben. Es ist einfach der Wahnsinn. Und gerade sind wir ziemlich froh, dass man so schöne Naturspektakel direkt an der Straße finden kann. Nur 200 Meter gehen muss, weil es ist wirklich arschkalt. Aber so schön, so Wahnsinn. Wir haben gerade eine kleine Pause angesteuert. Wir sind ja nun ein paar Tage hier in dem Winter Wonderland unterwegs. Und unser Alltag besteht gerade darin, freikratzen, versuchen voranzukommen, Scheiben freikratzen, Scheibenwischer freikratzen. Und irgendwie trotzdem den Schnee absolut zu genießen. Irgendwie macht es Spaß und ist Abenteuer. Aber es ist auch ganz schön anstrengend, müssen wir sagen. Und jetzt haben wir noch einen Parkplatz, der in der Senke liegt und wir wissen noch nicht so genau, ob wir da überhaupt wieder hochkommen. Ich bin guter Dinge. Das klärt sich in den nächsten 20 Minuten. Erstmal Pibi, Dog, Walk the Dog Pause und dann geht's weiter. So Leute, wir haben minus 16 Grad. Ja, ist gut. Und gefühlt aktuell, weil es ein bisschen windig ist draußen, minus 27 Grad. So viel gibt's gar nicht. Und wie fühlt ihr euch so da hinten alle? Kalt. Was? Wie ist das denn? Festgefroren. Danke. Deswegen gibt es jetzt heiße Suppe Genau. von gestern. Das ist krass. Krasse, Gott sei Dank läuft unsere Heizung noch. Mal sehen, wie lange noch. Hier trinkt man heiße Schokolade mit Caramellos. Und da ist hier den kleinen Kraftwerk gerade frei. Da müssen wir auf. Ja. Wir fahren hier vor, ja, wir nehmen nur Anlauf. Nicht zu doll, aber mit einem guten Schwung, damit du nicht so viel am Berg anlaufen. Also ja. Gut, du machst das, gut, du machst das. Oh, meine Pumpe, ey. Yeeha! Wenn ihr meine Pedalen spüren könntet, ey. Das zweite Mal, Groot ist ein richtiges Offroad-Tier. Zweimal hat er das heute schon geschafft. Mega geil. Wir haben exaktamente, wie viel Uhr?
17:09 Uhr und es ist stockdunkel. Halleluja. Und wir sind, glaube ich, an dem krassesten Ort unserer Vanlife-Reise. Das ist aber mal eine These. Wie kommst du darauf? Weil wir, glaube ich, noch nie so abenteuerlich standen, finde ich. Du? Das ist halt schneeig. Ja. Aber das müssen wir euch leider morgen zeigen, weil es ist schon dunkel. Ja. Guten Morgen zusammen. Es ist 6:23 Uhr. Wir können nicht mehr schlafen. Es ist kalt. Wir versuchen uns gerade anzuziehen und das unter der Decke. Wir hatten... Trotz Standheizung. Genau, die Standheizung läuft, kommt langsam an ihre Grenzen. Wir mussten an die Hecktür noch eine Decke, die haben wir jetzt schon abgemacht, aber eine Decke machen, weil die Tür... Von hinten gefriert. Ja, die ist durchgefroren durch die Tür durch und geht auch nicht mehr auf. Das Bier war gestern gefroren. Unser Wasser sowieso. Alles ist gefroren. Und unsere Nachbarn sind auch schon länger wach, denn die hatten ihre Standheizung, können sie nicht die Nacht durchlaufen lassen. Hatten irgendwann Minusgrade im Auto und da schläft es sich auch nicht so gut. Das heißt... Wir packen zusammen, schmeißen die Motoren an, fahren erstmal eine Runde, damit das Auto warm wird. Ja. Und dann... Also, minus 18 Grad, gefühlte minus 26 Grad sind keine Temperaturen, um in einem Auto zu leben. Ja, aber trotzdem macht es irgendwie Spaß. Ich weiß nicht warum. Ist Abenteuer. Ist Abenteuer. Kaltes Abenteuer. Also, wir machen uns auf die Socken. Die beiden Autos stehen schon fast startklar hinter mir. Und so lange dachte ich, zeige ich euch nochmal, wo wir genau standen. Also hier stehen wir eigentlich mitten im Wald. Hier geht so eine kleine Snowmobil-Tour los. Und der Schnee ist ganz schön tief mal wieder. Und hatten gestern schon Bammel, dass wir reinkommen. Aber hat alles gut geklappt. Es hat auch Gott sei Dank nicht nachgeschneit. Deswegen sind wir guter Dinge, dass wir auch wieder einfach rauskommen. Hier oben hatten wir sogar eine kleine Pit-Toilet. Also ein kleines Plumpsklo. Haben wir nicht so oft aufgesucht, wenn wir ehrlich sind. Es ist nämlich arschkalt. Der Plan ist jetzt eigentlich, dass wir weiterfahren zum nächsten Ort. Da soll es eine heiße Dusche geben, damit wir uns mal wieder einfach von Grund auf aufwärmen. Und dann fahren wir weiter Richtung Westen. Könnt ihr erkennen, was auf meiner Nase sitzt? Ich kann es nicht glauben. Nach einer Woche grauem Himmel und Schneefall und kaum Sicht sind wir endlich angekommen, wo wieder ein bisschen Sonne auf uns gewartet hat. Und es tut so gut, die Sonne durch die Windschutzscheibe zu spüren und die Wärme wieder im Cockpit zu haben. Und oh, ich kann gar nicht sagen, wie erleichtert wir sind, endlich mal wieder ein bisschen Sonne zu sehen. Wir fahren jetzt noch ein Stückchen weiter und dann genießen wir erstmal die Sonne. Wie es aber bei uns weitergeht, zeigen wir euch in der nächsten Folge. Für diese Woche war es das schon. Wir sind ein bisschen gespannt und haben auch ein bisschen Bammel davor, wenn wir jetzt in ein bisschen wärmere Gebiete kommen. Das heißt so um die 0 Grad rum, wie der gute Groot das alles überstanden hat, wenn die Wasserleitungen wieder auftauen und die Wassertanks und ob da nicht irgendwie was kaputt gegangen ist, das müssen wir dann mal sehen. Zeigen wir euch, wenn es soweit ist. Für diese Woche war es das.
Wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr uns einen Like unter dem Video da lasst, wenn es euch gefallen hat. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid und sagen Danke, Ende.